Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hustle DNA. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und für all die Menschen, die meinem Kanal noch nicht folgen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und ich freue mich immer über Feedback. Wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, fühlt euch frei, es in die Kommentare zu teilen, und ich werde probieren, auf alles Weitere einzugehen. Ihr Lieben, ich glaube, ihr seht's, ich befinde mich an den Pyramiden in Ägypten. Für mich ein sehr wichtiger und spezieller Ort, den ich teilweise auch mein Zuhause nenne, weil ich als Kind viel Zeit hier verbracht habe. Ein Jahr in Ägypten gelebt habe, ein Jahr in Ägypten zur Schule gegangen bin, in der 5. Klasse. Und es hat mein Weltbild komplett verändert, weil wir Menschen uns oft auf die Gesellschaft beschränken, die wir kennen, in der wir aufgewachsen sind, und von da aus probieren, durchs Leben zu gehen. Aber ich genau weiß, dass genau diese Phase hier in Ägypten und besonders in arabischen Ländern einfach eine ganz andere Prägung hat, und das mein Leben so verändert hat, dass ich viel offener anderen Kulturen gegenüber bin, anderen Menschen, anderen Gesellschaften. Und keiner davon ausgehen sollte, dass er die Weisheit mit Löffel gefressen hat, nur weil er in einem westlichen Land aufgewachsen ist oder egal wo. Und es ein Luxus ist natürlich, die Welt zu sehen, andere Kulturen zu treffen, und das nicht jedem Menschen gegönnt ist. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für die Freiheit und die Möglichkeiten, die ich habe. Dieser Platz hier ist mein kleiner Secret Spot. Auf den Dächern Gizas, vor den Pyramiden, trinke ich immer gern meinen Kaffee am Morgen, beginne den Tag. Ich hatte gerade eine gute Meza, ein bisschen Baba Ganoush, ein bisschen Tahina, ein bisschen Falafel. Viele von euch kennen natürlich die arabische Küche. Der Hauptgrund, warum ich hierher gereist bin, ist, dass gestern der Todestag meiner Mutter war. Es sind jetzt genau 2 Jahre, seitdem meine Mutter nicht mehr an meiner Seite ist und von uns gegangen ist. Und es war ein harter Prozess bis hierher. Für die, die meinen Travel-Vlog in Sri Lanka und auf den Malediven verfolgt haben, wissen schon einigermaßen, um was es geht. Für die, die nicht wissen, über was ich gerade spreche, ich werde euch hier oben einen Link verlinken. Und würde mich freuen, wenn ihr meine ganze Reise von vorne bis hinten durchguckt, weil alles aufeinander aufbaut. Und um zu verstehen, wer ich bin, für was ich stehe, was meine Werte sind und wo mein Leben noch hingehen soll, wäre es gut, sich da einfach nochmal ein Bild von zu machen. Für die, die jetzt eingeschaltet haben und sich das im Nachhinein nicht nochmal angucken wollen, ist gar kein Problem. Ich teile eigentlich das meiste meiner Gedanken, meiner Lebenserfahrung mit euch, weil ich habe diesen YouTube-Channel aus einem bestimmten Grund gestartet. In erster Linie nicht darum, um Geld zu verdienen oder um Follower zu sammeln, sondern einfach um den Menschen einen Mehrwert zu geben, aus meinem Leben zu teilen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, um anderen jüngeren Menschen vielleicht auch Zeit zu sparen, Fehler zu machen, die ich gemacht habe, Erkenntnisse zu sammeln, die man einfach nur durchs Leben kriegt. Und manchmal muss man auch einfach durch Dinge durchgehen als Mensch, um daraus zu lernen. Denn wenn es eins gibt, was wir inzwischen, was wir tatsächlich glauben, ist, dass das höchste Gut glücklich sein ist und keine Rückschläge im Leben zu haben. Aber das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Weil die größten Entwicklungen, die größten Erfahrungen, die größten Erkenntnisse sammeln wir immer, wenn wir durch harte Zeiten gegangen sind. Und es geht nicht darum, im Leben irgendwann absolute Glückseligkeit zu erreichen, weil wir das eh nie tun. Und jedes Mal, wenn wir an den Punkt kommen, wird es irgendwas Neues geben. Es verschiebt sich immer wieder. Ihr kennt das bestimmt selber aus eigener Erfahrung. Ihr habt euch mal ein Ziel gesetzt, ob das Geld war, ob das Reisen ist, ob das Verhältnisse zu anderen Menschen ist. Sobald ihr diesen Punkt erreicht, ist es nicht so, dass ihr die absolute Erfüllung für euch bekommt, sondern sie wird sich wieder verschieben und es wird wieder von irgendwas Neuem abhängig sein. Deshalb habe ich für mich die Erkenntnis gemacht, dass es darum geht, wie man mit Rückschlägen umgeht. Weil jeder Mensch wird immer mal wieder an einen Punkt kommen, wo er entweder über einen Stein stolpert und die Möglichkeit hat, aus der Erfahrung zu lernen, oder er stolpert immer wieder drüber. Und ich sehe Menschen, die einfach immer wieder in dieser Schleife gefangen sind. Und das heißt nicht umsonst, der Weg ist das Ziel. Das heißt, es gibt keinen Endpunkt, an dem wir irgendwann stoppen und sagen, hey, ich bin zufrieden. Wir Menschen wollen immer höher, schneller, weiter, nur auf welche Kosten. Und viele von uns leben nur noch im Außen und probieren ihr Glück und ihre Zufriedenheit von physischen Dingen abhängig zu machen. Aber Zufriedenheit und Glück kann nur in euch selbst entstehen. Und in erster Linie immer, wenn ihr bodenständig seid und dankbar für die Kleinigkeiten, die kleinen Sachen im Leben, wie Frühstück zu haben, ein Dach über dem Kopf, gute Menschen um sich herum, in einem Land zu leben, in dem ihr euch frei äußern könnt, wo kein Krieg herrscht. Das sind schon Sachen, für die man dankbar sein kann.
alles, was da noch oben drauf kommt, ist einfach die Kirsche auf der Sahnetorte. Seid immer dankbar für das, was ihr habt. Es geht immer besser, es geht immer höher, es geht immer schneller. Aber wenn der Status quo euch schon Zufriedenheit bringt, dann wird alles Weitere einfach nur noch eine Steigerung sein. Nach meiner 1,5- bis 2-monatigen Reise durch Sri Lanka habe ich eigentlich gedacht, dass ich schon an einem guten Punkt bin, mein Leben wieder voll anzugehen, meine Ziele und Träume zu verwirklichen. Aber ich muss mir eingestehen, dass ich nochmal in ein wirklich tiefes Loch gefallen bin. Weil gerade wenn ich zurück nach Deutschland komme, zurück nach Frankfurt, erinnern mich natürlich viele Dinge an meine Familie, viele Orte, viele Sachen, die ich mache, habe ich damals mit meiner Familie getan, mit meiner Mutter getan. Und das wird auch immer so bleiben. Und es ist natürlich auch schön, weil ich dann immer in Gedanken schwelgen kann von früher. Aber es hat mir auch viel Schmerz bereitet und mich zurückgehalten, im Jetzt zu leben und eine neue Zukunft zu gestalten. Und das Problem ist, dass wir Menschen natürlich uns aus unseren Erfahrungen und der Vergangenheit formen, aber vieles davon uns auch abhält, in eine neue Zukunft zu steigen. Und ich war irgendwo dazwischen gefangen, ich weiß, ich muss meinem Leben weiter nachgehen, denn die Menschen, die nicht mehr bei mir sind, würden nicht wollen, dass ich mich zu Hause vergrabe, introvertiert und nicht an diesem Leben teilnehme. Aber alleine die Erkenntnis reicht uns Menschen oft nicht aus, um es umzusetzen. Und Taten sprechen immer lauter als Worte und wir probieren viele Sachen immer theoretisch zu lösen. Das heißt, wenn wir wissen, dass irgendwas auf uns zukommt, sei es irgendwelche Schwierigkeiten, Rechnungen, die wir zahlen müssen, dann probieren wir mal alles in unserem Kopf zu lösen, obwohl wir die Brücke erst überqueren können, wenn wir vor ihr stehen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich in meinem Leben oft davon abgehalten hat, einfach ins Tun zu kommen, dass ich immer am Analysieren war, wie könnte ich es besser machen, ja, keinen Fehler machen. Weil wenn wir als Menschen gewöhnt sind, Fehler zu machen, ziehen wir unseren Kopf immer mehr ein und wollen gar nicht erst wieder in so eine Situation kommen, dass wir entweder zurückgewiesen werden, abgewiesen werden, einen Rückschlag erleiden. Aber genau das ist falsch. Als Kind streckt man auch seine Hand ins Feuer und macht dann erst die Erkenntnis. Man macht sich nicht vorher Gedanken darüber, was passieren würde, wenn man seine Hand ins Feuer streckt, weil man diese Erfahrung noch gar nicht gemacht hat. Deshalb ist es immer wichtig, ein bisschen Kind zu bleiben, ein bisschen naiv durchs Leben zu gehen. Natürlich als Erwachsene lernen wir zu differenzieren, aus unseren Fehlern zu lernen, um es das nächste Mal besser zu machen. Aber wenn es um Dinge geht, die wir noch nie getan haben, können wir das nicht, weil wir die Erfahrung nicht in uns tragen. Deshalb ist es vollkommen in Ordnung, naiv auf Dinge zuzugehen, einfach in Aktion zu treten und dann mit der Situation selbst zu agieren und mit der Situation umzugehen. Ich habe mir fest vorgenommen, in Zukunft immer im Dezember hier zu sein. Ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause. Es ist wie mein zweites Zuhause, da ich hier noch viele Freunde habe aus Schulzeiten, Menschen, die mich von klein auf kennen. Und ich habe ein fotografisches Gedächtnis, das heißt, ich vergesse nie, wenn ich jemanden gesehen habe oder mindestens mit ihm irgendwie in einem Gespräch war. Aber ich vergesse oft die Namen. Aber es ist so schön, Menschen zu haben, die auf mich zukommen und sagen, du warst doch früher immer hier mit deiner Mama. Ich fühle mich sehr, sehr wertgeschätzt hier und ich schätze die arabische Kultur sehr, weil sie sehr warmherzig ist. Giulio, عايز بسكليتة. Caleta? بسكليتة. ايه ده؟ بسكليتة. قشطة والله. لا زبالة الشحن يا غالي عندك يلا يا محمد ولا اديني الشحن فوق الثلاجة ولا اديني الشحن فوق الثلاجة هو اسكت ام محمد مش ممكن not working. ايش عايز عايز بسكليتة. ايه؟ حاجة؟ انت عايز بتكلم you بسكليتة. speak. He's not shy anymore. Das Miteinander unglaublich wichtig ist. Die Familie einen sehr hohen Stellenwert hat, was uns in Deutschland leider abhanden gekommen ist. Aber es natürlich auch viele Schwierigkeiten mit sich bringt, denn viele junge Menschen sind hier in ihrer Kultur gefangen, haben Vorstellungen von dem, was sie werden wollen, was sie tun wollen. Aber wenn das nicht mit der Vorstellung der Familie übereinstimmt, dass es da oft zu Problemen kommt, weil wenige Menschen würden sich gegen ihre Familie stellen und würden nicht wagen, die Unterstützung und den Support ihrer Familie zu verlieren. Das heißt, dass die meisten ein Leben führen, was sie gar nicht für sich selbst gewählt haben, sondern meistens durch ihre Eltern bestimmt ist. Und die natürlich auch das Beste für ihre Kinder wollen. Die meisten Eltern lieben ihre Kinder und wollen sich einfach keine Sorgen machen, wollen, dass es dem Kind finanziell gut geht. Nur die Frage ist, wenn jemand einen Lebensweg einschlägt, den er selber nie für sich gewählt hat, auch wenn er gut finanziell dasteht, gutes Geld verdient, aber nicht glücklich ist mit dem, was er macht, ist es das wirklich wert? Ist es das, was ein Vater und was eine Mutter für sein Kind will?
Und ich war selber in dieser Situation. Ich bin mit meiner deutschen Familie aufgewachsen. Ich habe sehr lange mein afrikanisches Ich unterdrücken müssen, um nicht anzuecken, um nicht aus der Masse rauszustechen. Aber ich kann nicht anders als ich sein. Und das hat mich sehr lange beeinflusst, das hat mir sehr lange wehgetan. Und diese Erkenntnis, dass ich nie 100% meines Charakters eigentlich wirklich der Welt zur Verfügung stellen konnte, ist mir jetzt erst im letzten Jahr wirklich bewusst geworden. Seitdem meine Familie nicht mehr da ist, merke ich, dass viele Charaktereigenschaften, viele Dinge, die ich tue, einfach von meiner Familie beeinflusst wurden, aber die gar nicht 100% aus meinem Herzen stammen. Und ich bin auf einem guten Weg, mich selbst wieder komplett zu finden, meiner afrikanischen Hälfte mehr Platz zu geben und die beide in Balance zu bringen. Weil das das Einzige ist, wie ich durchs Leben gehen möchte, authentisch zu sein, meine Integrität zu bewahren, weil wie oft machen wir andere Menschen glücklich oder sagen Dinge, um andere Menschen nicht zu verletzen, aber fühlen uns mit uns selber nicht im Reinen. Und das ist das Schlimmste, was ein Mensch eigentlich tun kann. Denn umso öfters man in diese Situation kommt, fühlt man sich einfach in seinem eigenen Körper nicht wohl. Ich glaube, ihr kennt das alle. Wie oft macht ihr es anderen Menschen recht und dann seid ihr zu Hause und merkt, ey, ich fühle mich scheiße, weil ich mich selbst untergraben habe. Und das ist etwas, was ich nicht mehr tun möchte. Und natürlich ist Moral wichtig und wir sollten darauf achten, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber in erster Linie zählt auch die Intention. Das heißt, wenn euch zum Beispiel jemand zu einer Feierlichkeit einlädt oder für irgendwas überreden möchte, was ihr gar nicht tun wollt, dann ist ein Nein keine Kritik. Es kritisiert nicht die andere Person und man sollte sich auch nicht Gedanken machen, ob man damit den anderen verletzt, weil jeder lebt in seiner subjektiven Wahrheit und was die andere Person daraus macht, ist seine Sache. Aber wir als Individuum haben das nicht in der Hand, wie andere Menschen Sachen aufgreifen und wie es sie beeinflusst. Und ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht, aber bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach integer mein Wort leben möchte. Ob Menschen das nun verstehen oder nicht, aber solange ich mit mir selber im Reinen bin, weiß ich, dass es der beste Weg ist, durchs Leben zu gehen. Und ich möchte euch Menschen, die gerade zugucken, motivieren, mehr euer Wort zu leben, denn euer Wort hat Gewicht. Uns ist gar nicht bewusst, dass auch der Self-Talk, die Gespräche, die wir in unserem Innern mit uns selber führen, unglaublich wichtig sind für die Art, wie wir durchs Leben gehen. Weil die Art, wie wir mit uns selber reden, bestimmt meistens, wie die Welt im Außerhalb uns erscheint. Und euer Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, was ihr zu euch sagt. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn ihr irgendwie mal was verliert oder ihr findet euren Hausschlüssel nicht, wie schnell sagen wir, oh, du bist so dumm, wo hast du das hingelegt? Aber genau dieser Self-Talk beeinflusst dein komplettes Wesen. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, meine Worte sehr bestimmt zu wählen. Weil das Wort ist erst die Manifestation eures Gedanken. Und nochmal in Bezug auf, wir probieren alles in unserem Kopf zu lösen. Erst wenn wir es aussprechen, wenn wir es mit Menschen teilen, hat es wirklich die Möglichkeit, in der Welt Veränderung mit sich zu bringen. Das heißt, wenn wir es aussprechen, laut aussprechen, ob wir es zu uns selber sagen oder ob wir es zu anderen Menschen sagen, es hat wirklich Gewicht. Und Worte formen die Welt, in der wir leben. Und es ist vielen Menschen nicht bewusst, weil viele Menschen nicht darauf achten, wie sie sich artikulieren, was sie über sich selber sagen und sich dann wundern, warum sie kein erfülltes Leben führen. Und ich möchte so nicht mehr leben. Ich möchte, dass Menschen mein Wort ernst nehmen können. Wenn ich was verspreche, möchte ich mein Wort halten. Und wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, können sich Menschen auch darauf verlassen, dass ich es ihnen ehrlich sagen werde. Niemals, um den anderen zu verletzen, sondern um dem anderen die Möglichkeit zu geben, den wahren Baxi, den authentischen Baxi vor sich zu haben und zu wissen, dass er immer das aussprechen wird, was er tief im Herzen noch fühlt. Und das ist mir sehr viel wert. Und zu dem Tod meiner Mutter muss ich sagen, dass ich wirklich Frieden gemacht habe. Letztes Jahr fiel es mir noch sehr, sehr schwer, am Grab zu stehen. Ich habe sehr viel Schmerz in mir gehabt, sehr viel Leid, der mich stark beeinflusst hat, mich stark zurückgehalten hat, meinem Leben wieder nachzugehen. Aber ich weiß, dass die Menschen, die da oben herunterblicken und mich unterstützen, so gut sie können, nie wollen würden, dass ich introvertiert lebe und an dem Leben generell nicht teilnehme. Ich bin nicht nur ihnen etwas schuldig, ich bin auch mir etwas schuldig. Und jeder Mensch, jeder, der gerade zusieht, der schon mal einen Menschen verloren hat, weiß, wie schwer es fällt. Dieses Bild loszulassen oder generell zu wissen, dass man diesen Menschen nie wieder sehen wird, nie wieder sein Lachen vor sich haben wird, seine Stimme nicht mehr hören kann, nach Rat fragen kann. Und ich glaube, wir nagen sehr lange daran. Doch das Positive darin zu sehen, dass wir diesen Menschen an unserer Seite hatten,
dass er für uns da war und dass wir eine bestimmte Zeit mit ihm verbringen durften. Das ist die Dankbarkeit, die wir eigentlich haben sollten, anstatt der Zeit hinterher zu trauern, die wir nicht mehr haben. Und diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Denn meine Familie hat mir so viel Fundamentales mitgegeben, besonders meine Mutter. Und ich möchte all das, was meine Mutter mir mitgegeben hat, meine Familie wirklich der Welt und dem Leben zur Verfügung geben. Ich habe so viel Potenzial, ich habe so viele Sachen, die ich nie wirklich, die ich einfach zurückhalte, die aber mein Leben und das Leben anderer Menschen so viel besser machen würden, dass ich mich lange gefragt habe, was mich zurückhält. Und es ist einfach der Schmerz zu wissen, dass ich diesen Puffer der Familie einfach nicht mehr habe. Und es ist nicht so, dass ich die letzten Jahre irgendwie sehr auf meine Familie angewiesen war. Ich stehe auf eigenen Beinen, ich bin ein erwachsener Mann, ich habe mein eigenes Leben. Aber wenn diese Menschen, die dir unkonditionelle Liebe geben, nicht mehr da sind, weißt du einfach, dass dieser Puffer nicht mehr da ist. Du kannst nicht mehr zurück auf dieses weiche Kissen fallen, sein, wer du wirklich sein willst, die Menschen, die dich so lieben, wie du bist. Wenn die nicht mehr da sind, dann ist einfach ein Riesenteil weggebrochen. Also das ist schwer zu beschreiben, wenn man noch nicht in dieser Situation war. Und für alle die ihre Familienmitglieder noch haben, schätzt jeden Moment, jeden Tag, weil morgen ist nicht versprochen. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, an dem Tag, als ich mich von meiner Mutter verabschiedet habe, hätte ich nie gedacht, dass das unser letztes Gespräch war. Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Mutter damals vor 2 Jahren noch mal am Roten Meer treffen konnte und wir eine schöne Woche zusammen verbracht haben. Und manchmal frage ich mich, ob ich hätte es erahnen können, ob es irgendwelche Anzeichen gab. Und rückblickend gibt es natürlich ein paar Dinge, wo ich mir denke, ey, hätte ich das mal gemerkt, hätte ich das anders gemacht, hätte ich es vielleicht abwenden können. Aber ich kann jetzt nicht mehr in die Vergangenheit zurückgehen. Aber ich bin dankbar für jeden Moment, den ich mit meiner Mutter verbringen konnte. Und bin überglücklich, dass ich meine Mutter wirklich eine Woche vorher noch mal gesehen habe, bevor sie dann von dieser Erde gegangen ist. Und als ich gestern auf dem Friedhof war, am Grab meiner Mutter hier in Ägypten, habe ich gemerkt, dass ich loslassen kann. Emotionen sind wichtig, weil sie unterscheiden uns von vielen anderen Lebewesen auf dieser Welt. Aber es sind oftmals auch die Emotionen, die uns Handschellen anlegen und uns nicht frei bewegen lassen. Und ich habe entschieden, meinen Emotionen zwar Raum und Platz zu geben, sie zu spüren, aber sie nicht mehr mein Leben bestimmen zu lassen. Ich kann inzwischen meine Emotionen wirklich neben mich stellen, sie angucken und sagen, ich schätze euch, ich weiß, dass ihr da seid, aber ihr lenkt mich nicht, ihr lenkt nicht mein Leben. Mein Willen und meine Bestimmung, was ich im Leben erreichen möchte, wer ich sein möchte, das bestimmt mein Leben. Und so werde ich in Zukunft auch durch die Welt gehen. Was nicht bedeutet, dass ich in Zukunft keine Rückschläge haben werde. Es wird immer mal wieder Tiefen geben, das Leben ist voller Täler. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und wenn wir gestärkt daraus zurückkommen, ist es das Beste, was uns passieren kann. Wir sollten nicht versuchen, Rückschläge zu vermeiden und sie zu umgehen, sondern direkt darauf zuzugehen, sie zu bewältigen und eigentlich auf die nächste Wand wieder zuzusteuern.